Hallo liebe Weltraumpiratensender-DJs, in diesem Video möchte ich eine neue Möglichkeit vorstellen, wie ihr ganz einfach anonym auf YouTube und Angebote wie Bandcamp oder PeerTube zugreifen könnt. Diese Lösung steht für Android zur Verfügung. Wenn du also ein Android-Handy hast, dann kann ich dir hier erklären, wie du die ganz einfach nutzen kannst. Ich selber verwende hier für dieses Video ein Handy mit dem EOS-Betriebssystem. Das ist ein freies Custom-ROM, Android Custom-ROM. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Dort habe ich zusätzlich den F-Droid Store installiert. F-Droid erlaubt mir, unabhängig freie Software zu installieren. Das habe ich in einem anderen Video auch bereits einmal erklärt. Wenn du F-Droid also installiert hast, kannst du einfach nach dieser App, die ich dir heute hier zeigen möchte, suchen hier über das Suchsymbol, und zwar heißt diese App NewPipe. NewPipe findest du hier, schlanke YouTube-Oberfläche, und hierüber kann ich das jetzt auch ganz einfach installieren. Das Schöne war, dass kürzlich beim I Love Free Software Day bei uns in Zürich der Entwickler vor Ort war und ich ihm noch einige Fragen stellen konnte, und ich kann dir heute wirklich aus dem Nähkästchen hier erzählen, was sich da tut, und freue mich da schon sehr drauf. Ich sage jetzt hier also öffnen, das Ganze kannst du hier auch über den Startbildschirm einfach starten, und dann kannst du hier noch sagen, ob du Benachrichtigungen zulassen möchtest oder nicht. Das kannst du machen, wie du möchtest. Ich sage jetzt hier in dem Fall mal zulassen. Jetzt sind wir hier schon mit YouTube verbunden. Das ist die Standardauswahl. Das siehst du hier oben. Hier ist so ein Pull-Down-Menü etwas versteckt. Dort kann ich nachher auch andere Anbieter hier auswählen. Ich lasse es jetzt im Augenblick mal auf YouTube und sehe hier oben einmal Live-Videos. Live ist das, was im Moment live auf YouTube läuft. Also Sendungen, die live übertragen werden, die könnte ich mir hier anschauen. Im nächsten kann ich hier einen Feed zusammenstellen. Diesen Feed, den baue ich mir nachher selber zusammen. Da kann ich verschiedenen Kanälen folgen und dann wird dieser Feed hier automatisch aktualisiert. Und das Ganze funktioniert so: Die Software nutzt die YouTube API. Das ist das gleiche, was die Webseite auch macht. Die Webseite nutzt auch die YouTube API, um dir Videoinhalte auszuliefern, und diese Software nutzt die gleiche API, die die Webseite nutzt, um dir hier die Inhalte anbieten zu können. Du siehst aber, das Ganze funktioniert hier ohne Login, also ich habe mich hier nicht angemeldet an YouTube und kann es auch nicht. NewPipe ermöglicht dir nicht, dich anzumelden an YouTube, im Gegensatz zu FreeTube zum Beispiel, was ich dir ja auch schon vorgestellt habe in einem anderen Video. Hier kannst du dich nicht anmelden. Du kannst auch keine Kommentare hinterlassen, liken und so weiter und so fort. Das Ganze ist bei dir lokal und wirklich anonym. Hier kannst du dir also deinen Feed zusammenstellen, und was er dann macht, das hat mir der Entwickler eben verraten, er greift dann einfach live auf diese Kanäle zu und guckt, was denn da die letzten neuesten Videos sind, die du noch nicht geguckt hast, und zeigt dir die hier dann in diesem Feed an. Hier kann ich zum Beispiel auch jetzt Abonnements hinzufügen, da kann ich noch Gruppen machen, Kanalgruppen, da kann ich mir dann eine neue erstellen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Linux. Und müsste dann aber erstmal so ein Abonnement machen. Das mache ich also als erstes, also ohne Abonnements kann ich die hier natürlich auch nicht den Kanalgruppen zuordnen. Das macht natürlich Sinn, und daher mache ich jetzt erstmal hier ein Abo. Also ich suche meinen Kanal, TuxWiz, mal schauen, ob ich das finde. Ja, da bin ich auch schon und kann den hier gleich auch schon abonnieren. Und jetzt habe ich dann hier die Möglichkeit, wieder im Startbildschirm hier über diese Abonnements eben eine neue Gruppe zu erstellen. Das sage ich jetzt mal Linux und kann jetzt dann hier die Abonnements auswählen. Und da werde ich jetzt auch angezeigt und habe das Ganze dann hier schön gruppiert. Also hier habe ich jetzt meine Abonnements, hier kann ich die auch dann anzeigen lassen und dann auch im Feed hier entsprechend gruppieren. Das ist also wirklich sehr, sehr praktisch, und hier könnte ich dann den Feed aktualisieren. Gibt es was Neues? Ja, hier ist zum Beispiel mein Tutorial zu KeePass XC. Schau dir das unbedingt auch an, falls du es noch nicht gesehen hast. Dann kann ich natürlich auch noch Lesezeichen hinzufügen. Also da kann ich hier mir einzelne Videos auch für später speichern. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, das möchte ich jetzt nicht direkt anschauen, also er würde es jetzt abspielen, aber das möchte ich jetzt nicht, dann könnte ich jetzt hier verschiedene
Sachen hier noch mitmachen, unter anderem das dann halt zum Beispiel hinzufügen zu einer Wiedergabeliste, zum Ansehen und kann mir das Ganze dann nachher hier dann auch wieder anschauen. So einfach ist das Ganze. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel hier unten noch die Kommentare unter dem Video. Und hier sehe ich dann noch andere empfohlene Videos. Das ist jetzt das, was jetzt tatsächlich YouTube auch empfiehlt. Da hat jetzt die Anwendung keinen Einfluss drauf. Und hier siehst du auch nochmal die Beschreibung von meinem Video. Das ist wirklich ganz einfach. Ich gehe jetzt mal hier zurück in die Übersicht und kann jetzt hier zum Ansehen, da sehe ich jetzt zum Beispiel auch das Video, was ich mir eben zu dieser Wiedergabeliste hinzugefügt habe. Ich kann die auch für später nennen oder interessante Videos, wie immer du möchtest. Und so baue ich mir hier meine eigenen Video-Wiedergabelisten auf und kann mir wie hier zum Beispiel auch beim Podcast-Client ganz einfach die Sachen nachher hier anschauen. Das Tolle daran ist, dass ich jetzt zum Beispiel das Ganze auch kombinieren kann. Ich hatte dir schon gezeigt, hier habe ich einmal YouTube, ich kann aber auch Soundcloud, das ist Media CCC, das ist jetzt halt solche Videos vom Chaos Communication Kongress. Da kann ich jetzt mal gucken, was da als letztes drauf ist. Denk immer dran, wenn ich hier zum Beispiel die Suche eingebe, dann sucht er jetzt tatsächlich nur hier in diesem Anbieter. Denn hier bin ich jetzt im Moment auf Media CCC und hier kann ich jetzt dann diese Videos hier auf diesem Anbieter anschauen. Das ist jetzt ein Video zum Linux-Router mit Alpine Linux vom Chemnitzer Linux-Tag 2023. Bestimmt auch interessant. Kann ich mir hier auch zum Ansehen hinzufügen. Und jetzt siehst du, jetzt habe ich hier in der Wiedergabeliste nämlich nicht nur Videos von YouTube, sondern auch Videos, die ich mir hier von anderen Anbietern einfach zusammengestellt habe. Ich gehe jetzt hier in meine Ansehenliste und da sehe ich jetzt hier mein Video von YouTube und hier sehe ich jetzt aber auch das Video von mediaccc.de. Und so kann ich mir meine Wiedergabelisten auch über Anbieter hinweg zusammenstellen. Das finde ich wirklich ein ganz tolles Feature, was sonst keine Anwendung hat, die ich so kenne. Hier gibt es dann auch nochmal PeerTube, da ist jetzt standardmäßig FramaTube eingestellt. Man kann in den Einstellungen dort auch noch was vornehmen. Also hier können wir nochmal in die Einstellungen reingehen, Video und Audio, da kann ich jetzt die Standardauflösung, 720p, höhere Auflösung anzeigen, Originalton bevorzugen, das mache ich immer, weil heute werden diese Videos ja ganz furchtbar automatisch übersetzt. Beschreibendes Audio wollen wir jetzt hier nicht. Und hier könnte ich jetzt diese Videos auch mit einem externen Player öffnen, wie du das möchtest. Dann gibt es noch Gestenaktionen und hier kann ich dann auch nochmal Inhalte anschauen, PeerTube-Instanzen. Und das wollte ich euch eben noch zeigen. Hier könnte ich jetzt meine eigene PeerTube-Instanz, https://makertube.net mal hinzufügen. Okay. Und sagt, das ist jetzt meine bevorzugte PeerTube-Instanz. Und dort kannst du also wirklich auch deine PeerTube-Instanz, die du üblicherweise nutzt, halt hier einpflegen. Und die sehe ich jetzt hier dann auch bei PeerTube MakerTube. Ich könnte jetzt auch PeerTube hier nochmal rein und dann auf dieses Pfeil-Symbol hier nebendran und könnte jetzt auch wieder FramaTube oder eine andere PeerTube-Instanz auswählen. Ich bin jetzt also hier bei PeerTube, jetzt ist das Ganze hier ein bisschen orange geworden. Jetzt sage ich auch mal wieder TuxWiz, denn auf PeerTube bin ich auch zu finden, auf makertube.net und dort findest du dann auch meine Videos. Da kann ich mal draufklicken, TuxWiz is Stable ist da von Leo und jetzt könnte ich hier auch diesen Kanal entsprechend hier ebenfalls abonnieren. Also du bist wirklich nicht nur an YouTube gebunden, du kannst hier verschiedene Quellen nutzen. Es gibt sogar auch noch Bandcamp. Einige Bands, die jetzt nicht so bekannt sind, veröffentlichen ihre Alben vielleicht oder ihre Musik vielleicht auf Bandcamp. Dann findest du hier diese Künstler entsprechend auch. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück auf YouTube und ich möchte dir hier noch eine Funktion vorstellen, die ich selber ganz gerne nutze. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas hören will, ich sage jetzt mal White Stripes Album, dann gibt es ja hier von YouTube diese Mixe. Und diese Mixe ist jetzt zum Beispiel ein Full Album, White Stripes, White Blood Cells, ein Full Album. Und dann könnte ich hier jetzt alle abspielen. Was er jetzt macht, er reiht die jetzt hier ein in so eine Wiedergabeliste, die er jetzt hier
im Hintergrund erstellt hat und die kann ich mir hier oben, das wusste ich eben auch noch nicht, das hat mir der Entwickler netterweise noch gezeigt, hier oben dann auch anzeigen lassen. Hier sehe ich also, was als nächstes in der Liste kommt. Alternativ kannst du das hier runterziehen, also man kann das hier mit dem Finger auch runterziehen und dann sehe ich jetzt hier auch nochmal, wo ich jetzt gerade bin und kann dann hier auch noch entsprechende Steuerungen vornehmen. Jetzt bin ich hier in der Wiedergabeliste, ich gehe jetzt nochmal zurück, White Stripes Album, Live und so kann ich mir hier genau das wirklich abspielen, was ich hier möchte. So hast du mit UPipe wirklich eine tolle Möglichkeit, dir Audio, Video, was auch immer Inhalte, die hier in einem zentralen Frontend anzeigen zu lassen. Ich empfehle dir, das wirklich mal auszuprobieren. Das Ganze ist natürlich anonym, so anonym wie es geht, weil wir loggen uns nicht ein bei YouTube, aber natürlich kennt YouTube deine IP-Adresse. Wenn du das jetzt wirklich noch sicherer haben möchtest, dann müsstest du jetzt einen VPN-Anbieter nutzen, entweder dein eigenes VPN oder so einen Anbieter wie Mullvad, das nutze ich jetzt zum Beispiel noch ganz gerne. Dort sind auch anonyme Zahlungen möglich, also da kannst du auch zur Not halt Bargeld hinschicken, wenn du jetzt nicht möchtest, dass dein Account deiner Person zugeordnet wird. Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit. Falls du das noch nicht kennst, probier es einfach mal aus. Es macht wirklich sehr Spaß. Man muss sich etwas daran gewöhnen, wie das Ganze aufgebaut ist. Aktuell findet auch nochmal ein Redesign von dem User Interface statt. Das Ganze wird immer auch in Zusammenarbeit mit der Community gemacht. Da werden Umfragen gemacht, um wirklich auch herauszufinden, was wir als Nutzende denn tatsächlich jetzt gerne möchten, damit die App in Zukunft auch noch besser ist. Also bleib da am Ball. Installiere dir die App aus F-Droid, die gibt es wirklich nur dort. Die findest du jetzt zum Beispiel nicht im Play Store. Google erlaubt diese App nicht. Also such dir die App im Play Store raus. Falls du jetzt noch Fragen hast oder noch Hinweise oder nützliche Tipps zu UPipe, die ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe, dann schreib mir doch bitte einfach in den Kommentaren oder noch besser auf unserer Community. Die findest du auf spacefun.ch im Bereich Community. Ich zeige dir das ganz gerade nochmal, spacefun.ch und dann kannst du einfach auf den Bereich Community hier klicken und dann bist du auch schon dabei. Hier gibt es dann einmal unsere Telegram-Community, wir sind aber auch über XMPP und DeltaChat erreichbar und ich freue mich jetzt schon auf deinen Besuch. Bis bald und tschüss!